ich bin der Lukas, ich bin Techniker bei der Per Aqua. Wir sind heute live in unserer IQ Stage in St. Valentin. Ich werde euch heute die Wärmepumpe zu meiner rechten Seite vorstellen. Das ist unsere Full-Inverter Wärmepumpe. Kurz zu den Eigenschaften an sich selbst. Sie ist modbusfähig, sie hat eine variable Kompressorgeschwindigkeit und ist dadurch sehr effizient, also hat einen sehr hohen Hop-Wert, und sie hat einen Soft Start. Das sind so die wesentlichen Eigenschaften. Wir sind da jetzt in unserer Luxone bei der Pool-Wärmepumpe, haben hier oben die Freigabe, ob aus oder ein, haben gleich daneben die Freigabezeit. Die Freigabezeit hat den Hintergrund, da kann ich einfach einstellen, wann die Wärmepumpe laufen darf. Da kann man den Tag eben einstellen, von Montag bis Sonntag. Dann die Beginnzeit und die Endzeit, also da kann man mehrere Zeiten pro Tag einstellen, wann die Wärmepumpe eben laufen darf. Also kann man auch die Wärmepumpe in der Nacht wegschalten. Dann haben wir gleich hier unsere Betriebsart, eben Automatik heizen und kühlen oder nur Automatik heizen oder nur Automatik kühlen oder Handbetrieb heizen oder Handbetrieb kühlen. Daneben haben wir gleich unseren Modus. Wir haben den Modus Normal, den Modus Silence und den Modus Super Silence. Hier wird einfach die Kompressorstufe gedeckelt, also bei Normal hat man 100%, bei Silence 80% Maximalleistung und bei Super Silence 40%. Hier haben wir unsere Pool-Solltemperatur, haben wir momentan auf 15 Grad, können wir individuell einstellen, wie wir das möchten. Daneben haben wir gleich unsere Pool-Ist-Temperatur, dann die Kompressorleistung, momentan läuft die Wärmepumpe nicht. Den Status der Wärmepumpe, dass sie auf Aus ist, und die Wasseraustrittstemperatur. Die Wärmepumpe gehört grundsätzlich an Stromnetz angeschlossen und gehört dementsprechend abgesichert. Diese Daten findet man in der Bedienungsanleitung. Die Wärmepumpe hat einen Durchflusssensor, also jedes Mal, wenn die Wärmepumpe keinen Durchfluss hat, stellt sie sich automatisch ab und zeigt eine E3-Meldung an. Ganz wichtig zu den Aufstellbedingungen, die blenden wir euch jetzt ein. Jetzt habe ich das schon mal vorbereitet, also ich habe die ganzen Schrauben vom Deckel gelöst, werde den jetzt gleich einmal für euch entfernen. Hier haben wir unsere Abdeckungen, wo man zur Hauptplatine kommt, wo wir unseren Modbus-Anschluss haben. Ganz wichtig, bevor man elektrische Arbeiten ausführt, immer die Wärmepumpe aussichern, dass sie spannungslos ist, und für 5 Minuten warten, dass die Kondensatoren auch ja entladen sind. Wir haben hier unsere Hauptplatine von der Wärmepumpe. Dieser blaue Anschluss hier ist für unsere Modbus-Verbindung. Hier haben wir von links nach rechts B, A und Ground. Diese gehören laut Elektroplan an die Modbus-Extension angeschlossen. Hier ganz wichtig haben wir unsere DIP-Schalter. Diese sind nicht für die Modbus-Adresse, sondern sind für interne Parameter, also bitte nicht verstellen. Das Modbus-Kabel mit dem blauen Stecker ist bei uns im Shop erhältlich. Die wichtigsten Informationen nochmal zusammengefasst zur Wärmepumpe. Sie gehört dauerhaft an das Stromnetz angeschlossen und dementsprechend abgesichert laut Anleitung. Sie hat einen Durchflusssensor verbaut, also wenn die Wärmepumpe keinen Wasserdurchfluss mehr hat, schaltet sie sich automatisch ab. Und bitte die Wärmepumpe laut Aufstellbedingungen aufstellen, damit sie optimal arbeiten kann. Wenn Sie mehr Informationen zum iConnect-System haben möchten, finden Sie diese unter iconnect.net oder unserem Webshop shop.peraqua.com oder in den nachfolgenden Videos. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald!